Mein Name ist Michaela Tulipan. Ich war bis vor einigen Jahren aktive Rechtsanwältin und als solche für die Community immer wieder tätig in verschiedenen Prozessen. Und seit einigen Jahren bin ich emeritierte Rechtsanwältin und bin nach wie vor als Mediatorin tätig und insbesondere auch immer noch politisch in Vereinen tätig für die Community. So in den 2000, da hat das 1990 bis 2000 so in etwa hat es begonnen, dass hier diverse Privilegien, die also heterosexuelle Paare hatten, nach und nach auch auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften übertragen worden sind. Zum Beispiel was also Stiefelternschaft betrifft, Pflegeelternschaft betrifft, da hat sich damals recht viel getan. Da hat man gesagt, naja, 2 Mütter, das sind ja keine richtigen Eltern, da gibt es eine Mutter und dann kommt lang nichts und vielleicht gibt es einen Vater, weil einen Vater gibt es, ja, das stimmt. Und irgendwann einmal hat der oberste Gerichtshof so Anfang 2000 dann judiziert, ja, selbstverständlich, eine Co-Mutter ist auch ein Elternteil, ein Pflegeelternteil und das hat dann letztlich nach und nach dann auch in der Gesetzgebung, ist es in der Gesetzgebung angekommen, indem man gesagt hat, so, und jetzt dürfen wir so gleichgeschlechtliche Paare adoptieren, Pflegeeltern sein, etc. Und dazu hat es so einer Prozessführung bedurft. So eine Prozessführung führt im Allgemeinen dazu, insbesondere wenn es auf europäischer Ebene stattfindet. Und da hat sich auch viel getan auf Menschenrechtsebene. Das führt dazu, dass man die Gesetzgebung dazu bewegen kann, zu sagen, so, das ist der Wille der Justiz, jetzt richtet euch danach und macht die Gesetze danach. Das war nicht immer sehr einfach, weil oft wurde das einfach ignoriert. Also insbesondere unter konservativen Regierungen in Österreich sind solche Entscheidungen von der Menschenrechtskommission schlicht und ergreifend ignoriert worden und dann hat man natürlich weiter kämpfen müssen, dass das Gesetz wird. Ganz besonders fand der Kampf auf dem Gebiet der eingetragenen Partnerschaft statt. Also da kann ich mich erinnern, da hatten wir Anfang der 2000er sehr, sehr viel Lobbying gemacht und noch und wann kommt es und die Ehe Light und das wollen wir haben. Dann gab es auch Gruppierungen in der lesbisch-schwulen Szene, die gesagt haben, na, wir sind anders, wir wollen nicht das gleiche Institut haben. Und es gab also eine ganze Menge auch, wie soll ich sagen, ein paar sehr konstruktive Streitgespräche innerhalb der Community. Ich kann mich erinnern, dass die Grünen gesagt haben, die Ehe Light gibt es erst, wenn es die Ehe Light für alle gibt. Und wenn dieser konservative Mief abgestreift wird. Das waren also sehr interessante Diskussionen. Dann gab es eine sehr katholische Gruppierung im Zuge dieser Gespräche, die haben gesagt, na unbedingt wollen wir für die Homos diese Ehe Light, damit sie unsere heilige Ehe ja nicht angreifen. Also da gab es sehr viele Gruppierungen und letztlich kam es dann im Jahr 2009 zum Gesetz für die eingetragene Partnerschaft. Wir wollten, mit wir meine ich so die Community, wir wollten eigentlich so eine halberte Geschichte, wollten wir in Wahrheit nicht wirklich. Wir haben aber, die meisten haben dann doch gesagt, gut, wir akzeptieren einmal das und dann schauen wir weiter, dann bekämpfen wir also alle Diskriminierungstatbestände. Da gab es ja eine ganze Menge und da gab es 72 Unterschiede zur Ehe. Und eins nach dem anderen ist dann bekämpft worden und bis das dann letztlich die eingetragene Partnerschaft für alle kam und die Ehe für alle. Also Unterschiede gab es zum Beispiel beim Nachnamen. In der eingetragenen Partnerschaft hieß es Nachnamen. Bei den heterosexuellen Paaren hieß es Familienname. Man hat so Kleinigkeiten verweigert. Ja. Dann war das Thema, der Bindestrich zwischen den Doppelnamen wurde verweigert. Man hat so kleine Stolpersteine eingebaut. Also das kam alles von konservativeren Parteien. Das wurde so eingebaut.
Was gab es noch? Gewisse zeremonielle Dinge wurden bei der eingetragenen Partnerschaft zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren auch verweigert, eben zum Beispiel die Feiern und die Eheschließung außerhalb der Räumlichkeiten des Standesamtes. Und man durfte dann nur unterschreiben oder man musste unterschreiben. Das war so eine trockene Geschichte und das Drumherum. Nicht alle Standesbeamtinnen haben sich natürlich an diese Weisungen gehalten, Gott sei Dank, und haben also auch so etwas Feierliches gestartet. Und diese Dinge wurden dann nach und nach abgeschafft, bis es dann im Jahr 2019 eben wirklich für die Ehe für alle kam. Und das ist nicht so lang her, das sind 3,5, 4 Jahre. Die Community ist sich ohnehin nicht so ganz einig gewesen, warum brauchen wir das? Ja, das ist eine gute Überlegung. Brauchen wir das? Sind wir so anders, dass wir etwas ganz anderes haben wollen? Oder dieses konservative Zeug wollen wir eigentlich gar nicht? Und dann gab es sehr viele, die gesagt haben, wir wollen auch eine Familie haben, wir wollen so eine staatliche Anerkennung haben, das ist uns wichtig, wir wollen eine Zeremonie haben, wir wollen unsere Partnerschaft besiegeln, wir wollen das Gleiche haben, wir wollen so eine Anerkennung haben, wir wollen vollwertige Mitglieder sein, indem wir alle Institutionen, die der Staat bietet, auch nützen können. Dazu gehörte also nicht nur die Öffnung der Ehe für alle, sondern dazu gehörte auch die Stiefkindadoption, die Fremdkindadoption. Das kam dann so nach und nach, so 2010 bis 2020 so in etwa, dann die medizinisch unterstützte Befruchtung. Das war ja auch lange Zeit, da hat man sich beholfen mit anderen Möglichkeiten. Für viele war das sehr, sehr wichtig. Also ich bin mittlerweile 69 und ich lebe seit vielen, vielen Jahren mit meiner Partnerin zusammen. Das war jetzt auch nicht immer sehr so selbstverständlich. Und dort, wo ich sage, wir sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, das war so ein Schlüsselerlebnis, das ich ja sehr lustig und interessant gefunden habe. Wir haben ein Haus zusammen und einen Garten und der Gärtner hat halt so ein paar Sachen gemacht und dann eines Tages rief er mich an und sagt, ist Ihre Gattin auch da? Und da habe ich gewusst, da sind wir wirklich angekommen. Ja? Dort, wo wir leben, ist das so eine Selbstverständlichkeit. Wir sind halt ein Paar und als Paar, wir werden so wahrgenommen. Und ich muss sagen, früher, also sagen wir, wie ich noch so 30, 40 war, vor vielen, nicht so viele Jahre wieder auch nicht, aber vor einigen Jahren, da war das nicht so selbstverständlich. Ja. Da hat man sich so ein bisschen dafür geniert und so Insider haben es natürlich gewusst, ja, aber man hat sich auch nicht, es gab auch keinen Anlass zu sagen, so, ich bin lesbisch, das sagt man merkt das. Ja. Ich habe mich immer wohler gefühlt zu sagen, ich lebe mit einer Frau zusammen oder ich bin mit einer Frau befreundet oder ich habe eine weibliche Partnerschaft. Das war für mich so eine gute Sache. Zu diesen Zeiten, ich habe auch ein Kind aus einer heterosexuellen Partnerschaft und das war dann überhaupt, also an sich kein Problem. Auch die Freunde die sind gekommen und haben gesagt, die Mama lebt mit einer Frau zusammen, interessant. Und dann war es nicht mehr interessant. Das war so einfach wirklich das in der Mitte ankommen. Wo es ein bisschen schwieriger war als Rechtsanwältin, ich war auch in der Rechtsanwaltskammer Wien im Ausschuss. Das ist ein politisches Gremium in der Anwaltskammer und dort waren nur Männer. Es waren 1 oder 2 Frauen. Und darum sage ich, die Geschichte der Lesben ist auch irgendwie verbunden mit der Geschichte des Feminismus. Das fängt an mit dem Wahlrecht. Das setzt sich dann fort zum Beispiel mit der Ehe, mit der Reform der Ehe, wo also der Mann immer der Bestimmer war. Und das wurde dann erst 1975, muss man sagen, erst aufgehoben und die partnerschaftliche Ehe auf dem Papier eingeführt. Und in der Kammer war das so, dass es dann zu diesen Gesetzesbegutachtungen kam und dann dort gesagt wurde,
Ja, also das ist ja eher Leid und für Homos, das braucht man nicht und wozu soll das gut sein? Und die Adoption und das ist alles schädlich für die Kinder. Und da wurde ich mit meinen Ansichten ziemlich schief angesehen. Also war so um 2010 herum, da hatte ich es noch schwer in der Rechtsanwaltskammer. Und da waren noch 2 oder 3 Frauen also eine Vizepräsidentin hatten wir schon, aber das war alles sehr, sehr konservativ. Den jungen Lesben, also das ist hauptsächlich, ich bin ja hauptsächlich mit Lesben, weniger mit Schwulen, also den jungen Lesben, was kann ich ihnen mitgeben? Lebt es einfach. Wir waren kürzlich auf einer Veranstaltung, wo also meine Partnerin und ich, wir waren die Ältesten und wir waren so gerührt. Und wir waren also fast den Tränen nahe. Da waren so 20-jährige Mädchen und die wollten von uns wissen, wie ist es und wie lebt man so und was könnt ihr euch mitgeben? Das ist die Frage. Und was können wir euch mitgeben, ist, lebt es einfach und es soll so selbstverständlich sein wie nur, das ist meine Frau oder das ist meine Freundin und wir leben halt einfach so, weil es uns freut, weil es unser Leben ist, weil es unsere Einstellung ist. Und je selbstverständlicher man das lebt, desto leichter ist es letztlich auch.